Gipfeltreffen der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner im Kongresszentrum zu Davos. Da trifft sich die Branche, um sich austauschen und Neuigkeiten zu erfahren. Das erste Mal hat der Berufsverband Junge SBK die Gelegenheit, um sich zu präsentieren. Der SBK ist eigentlich so ein bisschen die Familie der Pflege. Es ist ein Berufsverband, der sich sehr für uns einsetzt, also für unseren Berufsstand, wo schaut, dass Ausbildungen richtig reglementiert sind, dass wir richtig da verdienen, wo wir verdient haben, oder setzen sich einfach auf politischer Ebene sehr für uns ein. Zum anderen ist es für mich oder auch für die anderen Leute, die jetzt auch bei mir im jungen SBK dabei sind, ist es extrem wertvoll, dass man mit jungen Leuten auch oder auch schon mit anderen Generationen aus der Pflege kann ein Netzwerk gründen. In diesem Netzwerk kommt auch zur Sprache, dass Pflegefachpersonen in ihrer täglichen Arbeit die eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen. Ich denke, Pflege ist so ein bisschen anfällig dafür, dass man sich selber vergisst. Man hat auch ganz oft bei älteren Pflegenden das Problem, dass sie zum Beispiel mit Wasser zurückheben, also mit Inkontinenzen kämpfen, weil die Blasen einfach zum Teil völlig überdehnt sind. Das liegt daran, weil man keine Zeit hat, um aufs WC zu gehen, weil es läutet die Glocke, man geht zuerst Tago machen, man muss noch sehen und man sollte noch da. Man vergisst sich sehr gerne in der Pflege, das ist so, ja. Darum haben sich die Organisatoren etwas Spezielles einfallen lassen und für einmal Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ins Zentrum gerückt. Das nicht nur mit den Vortragsthemen, sondern auch am praktischen Beispiel vom Keybounder. Während der Referat stehen Teilnehmer auf der weich elastischen Unterlage und erleben so ganz ein besonderes Gefühl. Es war mega lässig, mal etwas anderes, weil ich habe Mühe, wenn ich lang sitzen muss mit dem Rücken, und wenn ich müde bin, denke ich immer irgendwann die Augen zu. Und ich weiss nicht, also man ist die ganze Zeit so in Bewegung und hat irgendwie das Gefühl, man macht etwas und bleibt wie auch wacher da oben. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe so eine kleine Fußmassage gehabt, also es kribbelt jetzt so angenehm im Nachhinein. Ich finde es super. Es ist wie auf einem Wölkchen. Es ist so, man kann nicht ruhig stehen. Ja. Im ersten Moment eigentlich bequem. Ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich sicher angenehmer, lang stehen als ohne. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist anstrengend geworden. Und dann habe ich gemerkt, ich muss mich ein bisschen bewegen, dass mir nicht schwerfällt, dass ich das Gefühl habe, ich will hinsitzen. Aber am Schluss ist es super gegangen. Ich denke, man ist dann präsenter. Man ist dann mehr da, wenn man steht, wenn man sich ein bisschen bewegt. Oder wenn man im Stuhl sitzt, ist man vielleicht zwischendrin mal für ein paar Sekunden immer wieder weg. Ich habe mich relativ frei von der Bewegung her gefühlt. Mein Ding ist sonst eher so der typische Standbeinwechsel. Und ich habe mir jetzt versucht, so ein bisschen darauf zu achten, beide Beine und beide Füße gleich zu belasten. Und es war sehr angenehm. Es ist ein angenehmes Gefühl, weil ich bin mir sowieso gewöhnt, dass ich viel stehe, weil ich habe einen Stehpult im Büro. Und ich schätze es sehr, wenn ich mich bewegen kann während dem Arbeiten und grundsätzlich einfach so ein bisschen in Bewegung sein. Das ist ein gutes Gefühl. Also ist spannend, ist ähnlich wie ein Waldboden und ist, man muss in Bewegung bleiben, weil man gleicht immer den Unterschied vom Untergrund aus. Neben dem Keybounder gibt es aus dem gleichen Material den Luftküssenschuh Keyboot. Vor allem Menschen in der Pflege, die häufig auf den Beinen sind, profitieren von den weich elastischen Sohlen und gehen mit mehr Wohlbefinden durch den Tag. Ich würde es jetzt cool finden beim Arbeiten, wenn jetzt unsere Firma so etwas unterstützen würde und ich einen Stehpult überkomme mit so einer Matte, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen im Büro mit dem zu arbeiten. Ich glaube, der Keybounder, den wir jetzt auch heute probieren dürfen, ist eine gute Sache. Also auch jetzt zum Beispiel, ich kann mir jetzt gut vorstellen, so etwas zum Beispiel vor dem Medienschrank bei uns auf der Station zu stellen. Also ich bin mir am Überlegen, um so einen Schuh anzuprobieren und um mal schauen, wie das ist. Die Workshop-Teilnehmer können also nicht nur mit viel neuem Wissen zurück an den Arbeitsplatz, sondern auch mit einem neuen Eindruck, wie sie sich selber etwas Gutes tun können. Und das dank der Zusammenarbeit der jungen SBK und KIBUN.